I don't need a side eye. It is a great privilege for me to join you here in Munich, Es ist ein großes Privileg für mich, hier heute bei euch in München zu sein. the culmination of a few days of conference in Hamburg. Das ist wirklich der Höhepunkt von einigen Tagen von der Konferenz schon in Hamburg. I should begin by apologizing. Und ich sollte zu Beginn gleich mich entschuldigen. My German is poor, Mein Deutsch ist nicht gut genug. and therefore your patience will be great. Und deswegen muss eure Geduld heute groß sein. I read German a fair bit, but I simply can't think on my feet in German. Ich lese relativ viel auf Deutsch, aber ich kann einfach nicht schnell genug denken und reden auf Deutsch. So I'm affording you the privilege of practicing patience. Und von daher gebe ich heute euch die große Gelegenheit, eure Geduld zu üben. Now, this morning we're turning to Psalm 73, Und heute früh wenden wir uns Psalm 73 zu. the passage that was provided for you in the bulletin. Die Passage, die ihr auch in den ausliegenden Gottesdienstblättern findet. In some ways, this passage is akin in the Old Testament to Job, Habakkuk, and Jeremiah. Und in gewisser Weise ist diese Passage sehr ähnlich zu manchem, was wir im Alten Testament finden, im Buch Hiob und Habakkuk und Jeremia. In all of those books and passages, there is a great deal of bitterness. In all diesen Büchern und Passagen findet sich sehr viel Bitterkeit. Job cannot understand how God could pick on him when he doesn't deserve such disaster. Hiob kann ich verstehen, warum Gott ihm das antut, wie er das verdient, dieses ganze Leiden. He wants to avoid accusing God of injustice, Und er möchte es wirklich vermeiden, dass er Gott der Ungerechtigkeit anklagt. but he still insists that he doesn't deserve what he suffers. Und doch besteht er darauf, dass er nicht das verdient, was er erdulden muss. He can say some wonderful things, Er kann ein paar wunderbare Sachen sagen, such as, though he slay me, yet will I trust him. so wie, auch wenn er mich schlägt, ich will ihm vertrauen. But he can also become so bitter that he wishes he had a lawyer. Aber manchmal wird er auch so verbittert, dass er sich wünscht, er hätte einen, der für ihn eintritt. When you need a lawyer to talk to God, you're in trouble. Also wenn du so jemanden brauchst, einen Anwalt, um mit Gott zu reden, dann hast du wirklich ein Problem. And then there's Jeremiah, Und dann ist da Jeremia auch, sometimes called the weeping prophet. der manchmal auch der weinende Prophet genannt wird. Both Isaiah and Jeremiah are given ministries where God tells them in advance they will fail. Jesaja und Jeremia haben beide von Gott einen Dienst bekommen, von dem Gott ihnen jeweils schon vorher sagt, dass er scheitern wird. And in addition to not being believed by the vast majority, Und nicht nur, dass ihnen die große Mehrheit nicht glaubt, Jeremiah also is sometimes beaten up and left for dead and deprived of his freedom. nein, Jeremia wird manchmal sogar verprügelt und für tot gehalten liegen gelassen und seiner Freiheit beraubt. And then, of course, there's Habakkuk. Und dann gibt es Habakkuk. Habakkuk can understand how God might use a wicked nation to chasten another wicked nation. Und Habakkuk kann das gar nicht verstehen, wie ein böses Land gebraucht werden kann, um ein anderes böses Land zu strafen. What he can't understand is how God can use a more wicked empire like the Assyrians to chasten his covenant people, Israel. Ja, also das könnte er sogar verstehen. Was er gar nicht verstehen kann, ist, wie Gott ein unmoralisches, böses Land, Volk gebrauchen kann, um sein eigenes Bundesvolk zu strafen. So Habakkuk wrestles with God out of a sense of disappointment, even bitterness. Und so ringt Habakkuk mit Gott aus einem Gefühl der Enttäuschung, ja, und der Verbitterung heraus. So in this psalm, Und in diesem Psalm hier verse 1 is a kind of setup for the rest of the psalm. ist Vers 1 wirklich so ein bisschen die Vorbereitung für den Rest des Psalms. Verse 1 says the way you should think about these things. Psalm 1 sagt uns wirklich, wie wir über all diese Dinge wirklich denken sollten. Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. This expression, pure in heart, needs to be understood. Und diese Aussage von reinen Herzen, die muss richtig verstanden werden. It doesn't mean only those who are clean-hearted, Das heißt nämlich nicht nur diejenigen, die wirklich komplett saubere Herzen haben, but those who are single-hearted. sondern die ungeteilte Herzen haben.
That is to say, their orientation is so much toward God that their hearts are devoted to Him. Und das heißt, dass sie so auf Gott hin ausgerichtet sind, dass ihre Herzen wirklich ihm gehören. And that is the way it ought to be. Confessing, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Und so sollte es auch sein. Nur Gott ist gut gegen Israel, gegen die, welche rein Herzens sind. But in verses 2 to 14, instead, we find the prophet enmeshed in deep, deep bitterness. Aber in den Versen 2 bis 14 sehen wir jetzt, wie der Prophet tief versunken ist in einer Verbitterung. He begins with his own understanding of himself. Und er fängt damit an, dass er erstmal über sich selbst redet. Verses 2 and 3, as for me, Wie in den Versen 2 und 3, wo es heißt, ich aber. my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. Fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. What is he slipping away from? Aber wovon gleitet er denn davon? He's slipping away from the pureness in heart that is the ideal in verse 1. Er weicht von der Reinheit des Herzens, von der er in Vers 1 gesprochen hat. He's slipping away and his feet are coming out from under him. Und er scheint wirklich davon zu gleiten und seinen Halt zu verlieren. Why? Warum? Why had his attention been taken away from a pure, joyful, enthusiastic love for God? Und warum ist sein Fokus nun weg von dieser Gott so froh und dankbar zugerichteten Aufmerksamkeit? Verse 3 tells us why. Vers 3 erklärt uns warum. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Denn ich beneide die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. In other words, he looks at people who have a lot more money, Er sieht also Leute, die viel mehr Geld haben, a lot more power, die viel mehr Macht haben. and he envies them. Und er beneidet sie. Even he envies the fact that they're wicked and thus free to do what they jolly well want. Und er ist in gewisser Weise beneidet sogar, dass sie frei sind und einfach tun können, was sie wollen. How can you have a heart that is pure toward God when what you really love is all the stuff that the world offers? Ja, und wie kannst du auch ein Gott gegenüber reines Herz haben, wenn du, was du wirklich liebst, doch all das ist, was diese Welt zu bieten hat? And you don't really care whether it's stuff that is owned by good people or bad people. I envy the wicked, he says. Und wie kannst du also ein reines Herz haben, wenn du einfach diesen Neid hast und es auch ganz egal ist, ob das, was du jetzt begehrst, von guten oder bösen Menschen ist? That's his own initial confession. That's as for me. Und das ist sein Bekenntnis, sein Ich aber. And then as for others, verses 4 to 12, Und in Versen 4 bis 12, da geht es dann um die anderen. he perceives them to be largely healthy and trouble-free. Und da denkt er, denen geht es weitestgehend einfach gut. Die sind gesund und haben keine Sorgen. Verses 4 and 5. Verse 4 und 5. They have no struggles. Their bodies are healthy and strong. Sie leiden keine Qual, ihr Leib ist wohlgenährt. They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. And precisely because they have been protected from these common tragedies that many people face, Und gerade weil sie behütet worden sind von diesen eigentlich ganz typischen Tragödien, die wir Menschen erleben. therefore they become proud. Gerade deshalb werden sie stolz. Verses 6 to 8. In Versen 6 bis 8. Pride is their necklace. They clothe themselves with violence. Hochmut ist ihr Halsschmuck und Gewalt ist das Gewand, das sie umhüllt. In other words, the clothing of pride and violence characterized by perverse minds and malicious scoffing, that's what is their profile. Also ihr Hochmut, ihre Gewalt oder das Böse, was sie tun, das ist so ihr Profil. So sind sie. Someone has said the whole passage is a masterly picture of perverse darlings of fortune. Also jemand hat mal gesagt, diese ganze Passage ist eigentlich so ein ganz perverses Bild davon, wie die Bösen hier begünstigt sind, wie es ihnen gut geht. They're so overblown that they would be laughable if they weren't so ruthless. Can you say that? Overblown, overweening, overdisplaying. Ja, die übertreiben, denen geht es so gut, die übertreiben so dermaßen, dass es eigentlich lächerlich wäre, wenn es ihnen nicht tatsächlich so gut ginge. Their very vanity eggs them on to hector the whole universe. Und ihr ganzer Hochmut, ihr ganzer Stolz bringt sie dazu, dass sie sich also als die Helden des ganzen Universums sehen.
Look at their thinking, verse 7. Schaut euch das Denken in Vers 7 an. Von From diesen their Menschen. callous hearts comes iniquity. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. They like to feed their imagination with violence. Sie mögen es, dass sie ihre Gedanken mit Gewalttaten erfüllen. And they clothe themselves with violence. Und sie kleiden sich mit Gewalt. They scoff, verse 8. They speak with malice, with arrogance. They threaten oppression. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, wie das hier in Vers 8 heißt. Verses 9 and 10 show they have an unrequited passion for power and success. Und wir sehen dann in Versen 9 und 10, dass sie ein Verlangen nach Macht und Erfolg haben. And they own so much and they have so much power Sie besitzen so viel und sie haben so viel Macht, that, verse 10, people turn to them and drink up waters in abundance. dass die Menschen sich ihnen zuwenden, wie es hier in Vers 10 heißt, und das, was sie zu bieten haben, aufsaugen. They are functional atheists. Die sind im Prinzip funktionale Atheisten. Verse 11, In Vers 11, they say, how could God know? in Vers 11 sagen sie, wie sollte Gott es wissen? Does the Most High know anything? Hat denn der höchste Kenntnis von irgendwas? They live, in other words, as if they do not have to give an account on the last day. Sie leben so, in anderen Worten, als wenn sie am letzten Tag nicht Rechenschaft geben God is müssen. either ignorant or does not exist. Gott hat entweder keine Ahnung oder vielleicht gibt es ihn ja gar nicht. So he is no threat. Und deshalb ist er für sie keine Gefahr. And in deep, deep bitterness, the psalmist says, verse 12, this is what the wicked are like. Und in tiefer, tiefer Verbitterung, sagt er in Vers 12, so sind die Gottlosen. Always free of care. Immer frei von Sorgen. They go on amassing wealth. Und die sind immer damit beschäftigt, immer mehr Wohlstand einzusammeln. So the psalmist now comes back to himself. Und dann kommt der Psalmist zurück zu sich selber. He says, verse 13, surely in vain I have kept my heart pure. Er sagt in Vers 13, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten. Again, pure heart, as in verse 1, means single-minded to the Lord. Und wie in Vers 1 heißt auch hier das reine Herz wirklich kein geteiltes Herz haben, sein Herz ganz auf den Herrn gesetzt zu But haben. now the psalmist says, it doesn't pay to be single-mindedly devoted to the Lord. Und jetzt sagt der Psalmist, ja, das lohnt sich ja gar nicht, so ungeteilten Herzens für den Herrn zu sein. In vain I have done that. Ja, das bringt ja nichts. In vain I have washed my hands in innocence. Ganz umsonst habe ich meine Hände in Unschuld gewaschen. All day long I have been afflicted, and every morning brings new punishments. Denn den ganzen Tag bin ich geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Where's the fairness in that? Wie soll das gerecht sein? And thus he wallows in self-pity and bitterness. Und so versinkt er in Selbstmitleid und Verbitterung. As far as I can see, bitterness is one of the greatest common temptations to human beings. Und soweit ich das sehen kann, ist Verbitterung vielleicht eine der größten Versuchungen für uns Menschen. It can be over relatively small things. Und es kann um ganz kleine Dinge gehen. Someone has a nicer car, Jemand anders hat ein schöneres Auto better looks, oder sieht besser aus more money, oder hat mehr Geld a better job, oder einen besseren Job, more success, mehr Erfolg, more power, mehr Macht a nice family. und eine schöne Familie. Now, sometimes when you think that way, you just don't know other people well enough to know what kind of tragedies they've got going on in their lives too. Und manchmal, wenn du das so denkst, dann weißt du einfach nicht genug über die anderen Leute und ahnst gar nicht, was für Tragödien die vielleicht in ihrem Leben haben. But you can always find people who have things easier than you do. Aber natürlich kannst du immer Menschen finden, denen es irgendwie leichter und besser geht als dir selber. And if that's what you focus on, Und wenn du dich darauf konzentrierst, acting as if a happy life is what you are owed by God, dich so verhältst, als wenn Gott dir wirklich ein frohes Leben schuldet, then it is very easy to become bitter. dann ist es ganz leicht, verbittert zu werden. And especially if these powerful people put you down, Und vor allem dann, wenn diese mächtigen Leute dich auch noch niederhalten or you think they have put you down, oder du das auch nur denkst. then you start nurturing bitternesses over harsh words and harsh attitudes. Und dann wächst in dir diese Verbitterung über harte Worte und böses Verhalten. Bitterness can nurture its way into the heart until it poisons all of your thinking and values and goals and hopes and fears. Und Bitterkeit kann wirklich so in dein Herz hineinkriechen, dass es alles durchdringt, deine Hoffnung, deine Ängste, alles. And then
to have a pure heart, und dann ein reines Herz zu haben. truly to love God with heart and soul and mind and strength, Das heißt, Gott wirklich vom ganzen Herzen und mit ganzer Kraft und mit, ja, einfach ganz zu lieben. truly to love your neighbor as yourself, Deinen Nachbarn zu lieben wie dich selbst. truly to love your enemy even, Und selbst deinen Feind zu lieben. is quite frankly simply impossible. Das ist dann ganz ehrlich gesagt einfach unmöglich. You're just too busy nurturing your bitterness. Weil du viel zu beschäftigt damit bist, deiner Bitterkeit Raum zu geben. So it is important for Christians to stop sometimes and think, what does bitterness look like? Und deswegen ist es für Christen manchmal wichtig, einfach genauer zu überlegen, wie sieht Bitterkeit wirklich aus? How does it poison you? Wie vergiftet es dich? And what can you do to begin to fight back as a believer? Und was kannst du tun, dagegen anzukämpfen als ein Gläubiger? And that brings us to the second part. Und das bringt uns wirklich zum zweiten Teil dieses Psalms. Now, we see the psalmist standing on the brink. Jetzt sehen wir, wie der Psalmist so auf der Kippe steht. What steps does he take to keep from drowning in this quicksand of bitterness? Und welche Schritte geht er jetzt, damit er nicht in diesem Sumpf der Verbitterung ertrinkt? Verses 15 to 26. Vers 15 bis 26. Number 1, Erstens, he remembers to think about others. er beginnt damit auch an andere zu denken. Verse 15. Vers 15. If I had spoken like that, like the way his thinkings are running in verses 2 to 14, if I had spoken out like that, I would have betrayed your children. Vers 15, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, so, wenn er so geredet hätte, wie seine Gedanken, die in 2 bis 14 beschrieben worden waren, dann hätte ich, I don't know where you ended. Verse 15, I would have betrayed your children. Dann hätte ich deine Söhne betrogen, Ja. treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Heißt Yeah, es hier. that's right. The thing is, it's not just your bitterness that you have to worry about. Das ist also nicht nur die Bitterkeit, über die du dir Gedanken machen musst. It's your influence on others, Das ist wirklich dein Einfluss auch auf andere. your own children, Deine eigenen Kinder, the children of God. die Kinder Gottes. In other words, the bitterness that you're nurturing in your heart that you think is very private, Das heißt, die Bitterkeit, der du Raum lässt in deinem Herzen, von der du denkst, das ist eine ganz private Sache, inevitably spills out into the lives of others. nein, die wird sich zwangsläufig auch in das Leben anderer Menschen hineinbegeben. If you model bitterness, Wenn du Bitterkeit vorlebst, you teach bitterness. dann lehrst du andere Bitterkeit. My father was a pastor. Mein Vater war ein Pastor. He was a church planter in French Canada. I was reared in French. Er war ein Gemeindepastor und Gemeindegründer im französischen Kanada. Ich bin dort auch in der französischen Sprache aufgewachsen. This was long before Vatican II. Und das war lange vor Vatikan II. And evangelical church planting in French Canada was very difficult. Und die evangelikale Gemeindegründung im französischen Teil von Kanada war extrem schwierig. In one of those situations that should never happen, but that sometimes does, Und in einer dieser Situationen, die ja eigentlich niemals geschehen sollten, aber doch ab und zu vorkommen, my father was rather badly abused by a denominational church leader. da wurde mein Vater wirklich ganz schlecht behandelt von einem Leiter im Gemeindebund. His name was T.T. Shields. Und der Name von diesem Mann war T.T. Shields. Sometimes people called him Canada's Spurgeon. Und manchmal haben Menschen ihn den Spurgeon Kanadas genannt. That is to say, he was certainly the best known preacher in Canada and very powerful in his ability to expound Holy Scripture. Das heißt, er war sicherlich der bekannteste Prediger in Kanada und sehr mächtig darin, wirklich die Texte auszulegen. But as he became an old man, he became a grumpy old man. Aber als er dann alt wurde, da wurde er wirklich so ein verbitterter alter Mann. I'm sure that never happens in Germany, Ich bin mir sicher, das kommt in Deutschland nicht vor. but it happened in Canada. Aber in Kanada kam das vor. And in one of these church mission expenditure of funds decisions that had to be made, Und in einer der Budgetfragen, die es da gab, wie man das Geld jetzt ausgibt, Shields broke his word, started directing money elsewhere, and tried to undercut my father's ministry. und da hat Shields also einfach ein Versprechen gebrochen und hat sein Geld woanders hingegeben und damit wirklich den Dienst meines Vaters behindert. This was in the late 40s. I was too young to understand. Das war in den späten 40er Jahren, da war ich noch zu jung, um das alles zu verstehen. But nevertheless, apparently, according to people who were there and did remember, my father handled himself with the utmost integrity and humility and patience.
Aber so wurde mir dann berichtet von Menschen, die damals dabei waren, hat mein Vater sich wohl in der ganzen Situation sehr vorbildlich, sehr ehrenhaft verhalten. I knew nothing of this. Davon wusste ich damals nichts. Years later, Viele, viele Jahre später, I went and got a chemistry degree. da habe ich Chemie studiert I was heading for a secular life und da wollte ich eigentlich einen säkularen Job annehmen. when the Lord called me to the ministry. Da hat der Herr mich dann aber auch in den vollzeitlichen Dienst gerufen. So off I went to a seminary in Toronto. Und so bin ich dann auch zu einer Bibelschule in Toronto gegangen. And there, in a course on Baptist history, Und dort in einem Kurs über die Geschichte des Baptismus, I found out about my dad. da habe ich über meinen Vater etwas erfahren. And this story of the conflict was so important to the lecturer that he spoke for a whole hour on it. Und dieser Bericht über diesen Konflikt war für den, der die Vorlesung hielt, so wichtig, so bedeutend, dass er eine ganze Stunde darüber gesprochen hat. In fact, he ended by saying, one of the first things I want to see when I get to heaven is Tom Carson's, my father's crown. Und eine Sache, die er dann wirklich am Ende seiner Vorlesung sagte, war, dass eine der Dinge, die ich im Himmel sehen möchte, wäre die Krone, die Tom Carson, sein Vater, bekommen hat. I was surprised. Ich war sehr überrascht. I didn't say anything. My parents lived 300 miles away. Ich habe kein Wort gesagt. Meine Eltern lebten 300 Meilen, 500 Kilometer entfernt. But the next time I got home for a visit, Aber das nächste Mal, als ich dann zu Besuch zu Hause war, I said, Dad, I've been learning some Baptist history at the seminary. da habe ich gesagt, Vater, ich habe etwas über die Geschichte des Baptismus in meiner Bibelschule gelernt. He said, oh, yes? Er sagte, ach ja? Yes, things that happened in 1948, 49. Ja, Dinge, die 1948, 49 geschehen sind. He said, oh, yes? Er sagte, ach so? Is what they told me true? Und dann habe ich gesagt, ist das, was die mir gesagt haben, wahr? He said, what did they tell you? Was haben sie dir gesagt? So I told him what I had been told had happened. Und dann habe ich ihm gesagt, was mir erzählt worden war über die damaligen Begebenheiten. And I said, is that what happened? Is that an accurate reflection? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ist das wahr? War das wirklich so? He said, pretty close. Er sagte, ja, das kommt der Wahrheit ziemlich nah. So I said, so why didn't you tell me? Und dann habe ich gesagt, warum hast du mir das nie erzählt? How come I had to wait to go to seminary to find out something of my own family history? Warum musste ich erst zur Bibelschule gehen, um etwas über meine eigene Familiengeschichte zu erfahren? He said, Don, you and your brother and sister are children of a pastor's family. Und da sagte er zu mir, Don, du und auch deine Geschwister, ihr seid Kinder in einer Pastorenfamilie. And therefore you have seen the gospel working up close. Und deswegen habt ihr gesehen, wie das Evangelium arbeitet. But you have also seen situations where bitterness and sin have erupted and you've been exposed to it in the context of the church. Aber du hast auch gesehen, wie Bitterkeit und Sünde hochgekocht sind im Kontext der Gemeinde. We thought it was important to protect you from the worst of these things when you were children. Und wir dachten, es wäre richtig, euch vor dem Schlimmsten davon zu bewahren, als ihr noch Kinder wart. But then he said something else. Aber dann sagte er noch etwas. Your mom and I recognized that we needed to guard our own hearts from bitterness. Da sagte er, meine Frau, deine Mutter und ich, wir haben festgestellt, wir mussten selber etwas tun, um unsere Herzen zu schützen, davor verbittert zu werden. So we made a vow Und deswegen haben wir ein Versprechen gemacht, that for the rest of our lives, dass wir für den Rest unseres Lebens, we would never, ever say anything negative about T.T. Shields. dass wir für den Rest unseres Lebens nie was Negatives über diesen Mann T.T. Shields sagen würden. And we have kept our vow. Und wir haben unser Versprechen bis heute gehalten. And that's all he would say. Und das war alles, was er dazu gesagt hat. In fact, I could remember many, many times when my parents had spoken glowingly of T.T. Shields. Tatsächlich konnte ich mich an ganz viele Situationen erinnern, wo meine Eltern ganz positiv über diesen Mann gesprochen They haben. could remember some of his most famous sermons Sie konnten sich an einige seiner bekanntesten Predigten erinnern. and summarize the outlines for me again, Und decades later. sogar Jahrzehnte später noch die Predigtstruktur mir wiedergeben. But not a single word of bitterness. Aber da war nie ein Wort von Bitterkeit. Why? Warum? Because they understood verse 15. Weil sie Vers 15 verstanden.
If I had spoken out like that, I would have betrayed your children. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. We have a moral obligation not to teach bitterness to others by our own bad example. Und deswegen haben wir eine moralische Verpflichtung, anderen keine Bitterkeit zu lehren durch unser eigenes Verhalten. Number 2. Zum Zweiten. The psalmist returns to a God-centered stance. Der Psalmist kehrt zurück zu einer auf Gott hin ausgerichteten Perspektive. Verses 16 and 17. In Versen 16 und 17. When I tried to understand all this, it troubled me deeply till I entered the sanctuary of God. Then I understood their final destiny. So sann ich danach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. That's similar to the experience of Habakkuk as well. Und das ist ganz ähnlich zu der Erfahrung, die auch Habakuk gemacht hat. The prophet Habakkuk can't understand what's going on until he re-enters the temple. Der Prophet Habakuk versteht überhaupt nicht, was um ihn herum geschieht, bis er wieder in den Tempel geht. It's not that the temple's masonry somehow does a little bit of magic in his thinking. Es ist nicht so, dass die Mauern des Tempels da irgendwelche Magie in seinem Denken tun. It's a way of saying his mind goes back to a God-centered view of the entire universe. Nein, was damit gemeint ist, dass seine Gedanken sich wieder zu einem gottzentrierten Denken über das ganze Universum hin bewegt haben. What's the most important thing to have? Was ist das Wichtigste, was du haben kannst? A billion euros 1 Milliarde Euros or God? oder Gott? 50 billion years from now, the answer will be pretty clear. In 50 Milliarden Jahren ist die Antwort sehr klar. 5 seconds into eternity, the answer is pretty clear. Selbst 5 Sekunden in der Ewigkeit ist die Antwort völlig klar. In fact, if you really do understand God and fall in love with Him and His attributes and His goodness and His grace, it's clear here. Und ganz ehrlich, wenn du hier auf Erden Gott kennenlernst, ihn liebst und er alles für dich ist, dann ist das auch hier schon völlig klar. For the psalmist, that means returning to the sanctuary where the God-ordained sacrifices have been offered. Und das ist wirklich das, was der Psalmist hier meint, in das Heiligtum Gottes zurückzugehen, wo die Opfer dargebracht werden. God himself ordains the means by which sinners can know Him. Denn Gott selbst bestimmt, durch welche Wege Sünder ihn kennen können. To return to the sanctuary is to return to the God-ordained means of knowing Him. Und das heißt wirklich, zum Heiligtum zurückzukehren, heißt zu den Gnadenmitteln zurückzukehren, durch die Sünder ihn kennen können. Under the terms of the New Covenant, the equivalent expression is, when I returned to the cross, then I understood. Und wenn wir das Ganze transportieren in neutestamentliche Sprache, dann würden wir sagen, wenn wir zum Kreuz zurückkehren. When I saw how God's dear Son bore my sin in His own body on the tree, all of the wealth of the most wicked people in the universe meant nothing to me. Wenn ich zum Kreuz zurückkehre und dort darüber nachdenke, wie der Sohn Gottes sich in Liebe für mich hingegeben hat, dann werden all diese Dinge dieser Welt nichts mehr bedeuten. In other words, when I looked at things merely from a worldly perspective, it troubled me deeply, verse 16. Das heißt, wenn ich rein weltlich über diese Dinge nachdenke, ja, dann macht es mir große Not, wie wir in Vers 16 sehen. Till I entered the sanctuary of God, and then I understood their final destiny. Aber als ich an das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Or to push the matter even farther, in the third place, verses 18 and 20. Oder wenn wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen weiterführen wollen, kommen wir drittens in Versen 18 und 19. There is insight to be gained from the temporary nature of worldly glitter. Dann sehen wir hier etwas über die kurzfristigen Konsequenzen von weltlichem Ruhm und Macht. Verses 18 to 20. Vers 18 bis 20. Surely you place them on slippery ground. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. You cast them down to ruin. Du lässt sie fallen, bis sie in Trümmer sinken. How suddenly are they destroyed? Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Completely swept away by terrors. Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. They're like a dream when one awakes. Wie mit einem Traum nach dem Erwachen. When you arise, O Lord, you will despise them as fantasies. O Herr, wenn du dich aufmachst,
und ihr Bild verschmähst, dann wird deutlich, dass es alles Fantasien war. They're like the man who has so much wealth and says, I know what I'll do. I'll tear down my barns and build. Das ist wirklich so wie der Mann, der sagt, ich habe so viel Wohlstand, ich werde jetzt meine Scheune abreißen und eine viel größere bauen. And according to Christ, God says to him, you fool. Und nach Christus sagt der Herr zu ihm, du Tor, Tonight your soul will be required of you. heute Abend noch wird deine Seele von dir verlangt werden. Or to place this in the words of verse 18, surely you place them on slippery ground. Oder um das nochmal in die Worte von Vers 18 zu bringen, fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. When I die, Wenn ich sterbe, I will take with me exactly what everybody else takes. dann nehme ich nämlich mit mir genau das Gleiche wie jeder andere auch. Absolutely nothing Absolut gar nichts, but the grace of God. außer die Gnade Gottes. In other words, to look at things from the worldly perspective that engenders this kind of bitterness is to look at things from 70 years and 10 and not from the perspective of eternity. Say that again, please. Shorten the sentence. To look at things from the perspective that breeds such bitterness Also wenn man aus dieser Perspektive schaut, die diese Bitterkeit produziert in uns, is to look at things from such a worldly perspective dann heißt das, dass wir wirklich aus einer sehr weltlichen Perspektive schauen. that everything is measured by the 70 years of a human life Dass alles nur bedacht wird innerhalb der 70 Jahre, die ein menschliches Leben währt. instead of being measured by eternity. Anstatt, dass man es im Hinblick auf die Ewigkeit bedenkt. You see, I don't think you can actually maintain a spiritual, moral attitude unless you think in terms of eternity. Und ganz ehrlich, ich glaube, ihr könnt gar nicht eine moralische Einstellung bewahren, wenn ihr nicht mit dieser Ewigkeitsperspektive denkt. If your entire horizon is shaped by 70 years, Denn wenn dein ganzer Horizont nur so auf 70 Jahre ausgerichtet ist, then you can always find somebody who's going to have more money when they die. denn dann wirst du immer Menschen finden, die mehr Geld haben, wenn sie sterben. I saw a bumper sticker in North America not long ago. Ich habe in den USA vor gar nicht so langer Zeit mal so einen Aufkleber hinten an der Stoßstange gelesen. It was supposed to be a joke, I think. Das sollte, glaube ich, ein Witz sein. He who dies with the most toys wins. Der mit den meisten Spielsachen stirbt, der hat gewonnen. It would have been truer to say, he who dies with the most toys dies. Es hätte besser gepasst zu sagen, der mit den meisten Spielsachen stirbt, stirbt. Or he who dies with the most toys is dead. Oder der mit den meisten Spielsachen stirbt, ist tot. Or he who dies with the most toys has exactly the same as those who die without any toys. Oder auch der mit den meisten Spielsachen stirbt, der hat am Ende genauso viel wie alle anderen die. But even as a form of humor, he who dies with the most toys wins is incredibly stupid. Aber selbst als Witz gedacht ist diese Aussage, wer mit den meisten Spielsachen stirbt, gewinnt, völlig bescheuert. The horizon is too short. Weil der Horizont viel zu kurz ist. We remember what Jesus says in the Sermon on the Mount. Wir bedenken, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Lay up for yourselves in heaven treasures in heaven where moth and rust do not corrode, where thieves do not dig through and steal. Denkt auch an die Worte von Jesus in der Bergpredigt, dass ihr Schätze im Himmel sammeln sollt, wo eben Motten und Rost es nicht zerfressen. And then Jesus adds, for where your treasure is, there your heart will be also. Und dann sagt Jesus, da wo dein Schatz ist, da wird dein Herz auch sein. Don't misunderstand that verse. Versteh diesen Vers nicht falsch. It is not saying guard your heart. Das heißt nicht, hab Acht auf dein Herz. There are passages that say guard your heart. Und es gibt Passagen, in denen genau das gesagt wird, hab Acht auf dein Herz. But Jesus in the Sermon on the Mount does not say guard your heart. Aber hier in der Bergpredigt sagt Jesus das nicht. He says choose your treasure. Nein, er sagt, such dir den richtigen Schatz. Because where your treasure is, that's where your heart will go. Denn er sagt, da wo dein Schatz ist, da wird sich dein Herz auch hinbewegen. Whatever you value the most, that's what you'll think about. Was du am meisten wertschätzt, über das wirst du am meisten nachdenken. That's what you'll fantasize over. Darüber wirst du Fantasien spinnen. That's where you'll invest money. Und da wirst du dich auch investieren mit deinem That's where Geld. you'll invest time. Und auch mit deiner Zeit. That becomes God for you. It's what you think about. Das wird dein Gott. Darüber wirst du dann nachdenken. So make sure that what you think about the most, what you treasure the most, has an eternal perspective to it. Und deswegen mach dir klar, das ist ganz wichtig, dass das, was du am meisten wertschätzt, worüber du nachdenkst, dass das etwas ist, was wirklich ewigen Wert hat. And already Job understands that point. Asaph understands that point in Psalm 73. Und diesen Punkt versteht Asaph hier schon im Psalm 73.
And then, number 4, Und dann jetzt viertens noch. the poet displays accurate reflection on his own stupidity. Der Poet denkt in richtiger Weise über seine eigene Torheit nach. Look at verses 21 and 22. Lest mal Verse 21 und 22. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. Da sagt er, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Isn't that remarkable? Ist das nicht erstaunlich? All the heat of the bitterness in the first half of the psalm. Die ganze Hitze, diese ganze Verbitterung in der ersten Hälfte des Psalms. Now, as the poet looks at it again, Und jetzt, wo der Poet sich das jetzt nochmal anschaut. he says that's the equivalent of looking at things as if I were a dog. Und da sagt er, das entspricht eigentlich genau dem, als wenn ich mir die Sachen so angesehen habe, als wenn ich nur so ein Hund wäre. A dog dies, Ein Hund, der dann stirbt, maybe buried. der dann vielleicht irgendwo verbuddelt wird. But you're not thinking about the eternal significance of a dog. Aber du denkst eben nicht über den ewigen Wert von einem Hund nach. So for me to be looking at things from a perspective that is restricted to 70 years and restricted to things is to say that I'm thinking like a dog. Und wirklich, wenn ich jetzt so denke, als wenn alles nur so einen 70, 80 Jahre Horizont hätte, dann heißt das wirklich, dass ich über die Dinge denke, so wie ein Hund das tun würde. I was senseless and ignorant, Das ist völlig töricht und unverständig. a brute beast before you. Wie ein Vieh vor dir. Brothers and sisters, if you are here this morning nurturing bitterness, Liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr heute hier seid und Bitterkeit in euren Herzen tragt, the first thing you must do if you are a child of God dann ist das Erste, was du tun musst als ein Kind Gottes, is to confess you've been thinking like a dog. Gott einzugestehen, dass du gedacht hast, so wie Hunde es vielleicht tun. You've been thinking as if this life is all there is. Denn du hast dann so gedacht, als wenn dieses Leben alles wäre, was es da gibt. The psalmist says it's senseless and ignorant. Und der Psalmist sagt uns hier, das ist töricht und unverständig. You repent of these attitudes because they are senseless and ignorant. Oh, tu Buße über ein solches Denken, denn es ist unverständig und töricht. Then, to put it more positively, Und um das Ganze dann etwas positiver zu formulieren, the psalmist takes one more step. dann sagt der Psalmist noch eine letzte Sache. He now shows how important it is simply to delight in God. Er zeigt uns nun, wie wichtig es ist, sich an Gott zu erfreuen. Verses 23 to 26. In den Versen 23 bis 26. Yet I am always with you. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. That is, not only in the life to come, but even now. Das heißt also nicht nur in der Ewigkeit, sondern auch schon jetzt und hier. You hold me by my right hand. Oh, du hältst mich bei meiner rechten Hand. God's sovereign, good providence still prevails. Denn Gottes gute Vorsehung gilt immer noch. You guide me with your counsel. Du leitest mich nach deinem Rat. That is, your word teaches me how to live, how to think, what to cherish. Das heißt, dein Wort lehrt mich, was ich denken soll, was ich wertschätzen soll. We have the word of God. You teach me by your counsel. Denn wir haben das Wort Gottes. Er lehrt uns durch seinen Ratschluss. And afterward, you take me into glory. Und danach nimmst du mich deine Herrlichkeit. In other words, here you give me your word and teach me what is good. Das heißt, hier auf Erden lehrst du mich durch dein Wort, was gut und richtig ist. And then later you take me into glory. Und dann später holst du mich in deine Herrlichkeit. Where's the downside? Wo ist da das Problem? Here where it's difficult, God is still good and I can trust him. Hier auf Erden, wo es schwierig ist, da ist Gott immer noch gut und treu und ich kann ihm vertrauen. And what comes next is glory. Und was danach kommt, ist Herrlichkeit. Indeed, whom have I in heaven but you? Wen habe ich im Himmel außer dir? And earth has nothing I desire besides you. Und die Erde hat nichts zu bieten, außer das, was ich an dir wertschätze. In other words, this is a return to being pure in heart. Das heißt, das ist ein Ruf zurück zu einem reinen Herzen. Not just clean in heart, Also nicht nur ein sauberes Herz, turning away from pornography, let's say, dass man sich zum Beispiel von Pornografie abwendet. but pure in heart because your affections for the Lord God are pure. Nein, rein im Herzen, weil deine Liebe für den Herrn eine reine Liebe ist. One of the ways that a Christian overcomes sin Ein Weg, wie Christen Sünde überwinden, is precisely by beginning to find God in Christ so beautiful
that any lesser love seems small and cheap in comparison. Der Weg, die Sünde zu überwinden, ist wirklich, dass wir Gott, der sich in Christus uns darstellt, so wunderbar, so herrlich finden, dass er so viel schöner ist als alle Sünde und wir deswegen ihm nachfolgen. It's not that driving new cars and having nice houses and nice clothes and lovely families is not desirable. Und damit will ich nicht sagen, dass ein gutes Auto zu fahren und schick angezogen zu sein, nette Familie zu haben, dass das alles nicht Dinge sind, die man durchaus erstrebenswert finden darf. There are many good things that God does give. Es gibt viele gute Dinge, die Gott uns gibt. But in comparison, earth has nothing I desire besides you. Aber im Vergleich hat die Erde nichts, was ich begehre, außer dir. So that the thoughtful Christian who spends much time on the glories and attributes of Christ Und deswegen wird der Christ, der viel nachdenkt über Gott, über seine Herrlichkeit, über Christus, finds in him what is most delightful. Der wird in ihm finden, was am allerbegehrenswertesten ist. So that our worship is not merely a formula, but an expression from the heart of how delightful he has become by his grace in our eyes. So dass unser Lobpreis nicht einfach nur so ein Wort ist, sondern wirklich ein Ausdruck davon, wie begehrenswert er geworden ist in unseren Gedanken, in unserem Herzen. In this life, verse 26, my flesh and my heart may fail. Und Vers 26 sagt er, wenn mir auch Leib und Seele vergehen, I'm getting old. Und ich werde alt. Not Matthias, but I'm getting old. Also nicht ich, sondern er. Every time I take a shower, a few more hairs go down the plug hole, never to be seen again. Ja, jedes Mal, wenn ich dusche, fallen wieder so ein paar Haare in den Abfluss, nur um nie wieder gesehen zu werden. And there was a time when I could run for many miles without being too tired. Und es gab mal eine Zeit, da konnte ich viele Meilen laufen, ohne müde zu werden. But I'm almost 72. Aber ich bin jetzt fast 72. I'm slowing down. Und ich werde langsamer. I have skin cancer now. Und ich habe Hautkrebs. Didn't have skin cancer when I was 50. Das hatte ich nicht, als ich 50 war. You know, my flesh may fail. Das heißt, mein Leib wird vergehen. Count von Zinzendorf of the Moravian missionaries. Der Graf von Zinzendorf von den Moraviern Used to tell his followers, der hat seinen Nachfolgern gesagt, preach the gospel. Predige das Wort, predige das Evangelium. Then die. Und dann sterbe. And be forgotten. Und dann wirst du vergessen werden. Now, of course, in one sense, you're not forgotten. You're known by the mind of God for all eternity. Ja, in gewisser Weise wirst du natürlich nie vergessen werden, weil Gott dich für alle Ewigkeit kennen wird. But there's another sense in which that's profoundly insightful. Aber aus einer anderen Perspektive ist das eine sehr tiefe Wahrheit. I'm not building a legacy. Ich baue hier kein Vermächtnis. I'm preaching the gospel. Ich predige das Evangelium. And then I will die. Und dann sterbe ich irgendwann. And 20 years later, Und 20 Jahre später, 50 years later, 50 Jahre später, 100 years later, vielleicht 100 Jahre 200 später, years later, wenn es gut läuft, 200 Jahre. Nobody's going to remember me. Irgendwann erinnert sich einfach keiner mehr an mich. A few scholarly types may continue to read the odd book I wrote. Vielleicht wird der ein oder andere schräge Akademiker noch mal ein Buch lesen, was ich irgendwann mal But geschrieben in terms habe. of this life, I'll die and be forgotten. Aber wirklich im Hinblick auf dieses Leben, ich sterbe und man And vergisst you mich. know what? Und wisst ihr was? So will you. So wird es dir auch ergehen. And therefore, it's all the more important to center on the gospel now Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, jetzt sich auf das Evangelium zu fokussieren and to live in the light of the death still to come, und im Hinblick auf den noch kommenden Tod zu leben. which is the only thing more certain than taxes. Denn das ist das Einzige, was noch sicherer ist als die Steuern. And then we die. Und dann sterben wir. And in this world, in this life, most of us will be forgotten. Und in diesem Leben, in dieser Welt werden die allermeisten von uns vergessen werden. But in the annals of eternity, Aber in der ewigen Aufzeichnung, God will guarantee that every glass of cold water given in the name of the Lord will still be celebrated. wird der Herr dafür sorgen, dass jedes kalte Glas Wasser, das du im Namen des Herrn jemandem gegeben hast, noch erinnert werden wird für Never alle Ewigkeit. forgotten. Es wird niemals vergessen werden. My flesh and my heart may fail, verse 26. Mein Leib und meine Seele vergehen, Vers 26. But God is the strength of my heart and my portion forever. So bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil.
so that God is our inheritance, our portion. Also Gott ist unser Erbe, er ist unser Teil. The last two verses put this in a summarizing context. Und die letzten beiden Verse, die bringen das wirklich zu so einer Zusammenfassung. On the one hand, Auf der einen Seite, those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. But as for me, on the other hand, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Also auf der anderen Seite, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht und alle deine Werke zu verkünden. That's the only fundamental biblical contrast that will enable you to defeat bitterness. Und das ist wirklich der einzige biblische Kontrast, der dich befähigen wird, Bitterkeit zu überwinden. And you see, that comes to a final conclusion in the very last chapter of the Bible, too. Und ihr seht, und das findet seinen absoluten, seinen endgültigen Abschluss im letzten Kapitel der Bibel. Through apocalyptic imagery, we're introduced to the new heaven and the new earth in Revelation 21 and 22. In Offenbarung 21 und 22 kriegen wir durch apokalyptische, bildhafte Sprache einen Einblick in den neuen Himmel und die neue Erde. And we're told in Revelation 22, 3 and 4, Und wir erfahren dann in Offenbarung 22, Vers 3 und 4. they will see his face. Sie werden sein Angesicht sehen. Across the centuries, Christians have spoken of the desirability of what they have called in Latin the visio Dei. Und das ist das, was schon seit Jahrhunderten beschrieben wird als die Visio Dei, das Sehen von Gottes Angesicht. The vision of God. Dieses Sehen von Gott. In chapter 4, we're told that even the highest order of angels hide their faces with their wings and cannot gaze on God in all of his transcendent holiness. In Offenbarung 4, da wird beschrieben, wie die Engel in all ihrer Heiligkeit mit Flügeln ihre Augen verdecken, weil sie die Heiligkeit Gottes nicht sehen können. But here we're told that God's redeemed people will see his face. Aber hier sehen wir, dass Gottes erlöstes Volk ihn von Angesicht zu Angesicht sehen kann. And suddenly words fail us adequately to describe the glory that will be ours. Und plötzlich fehlen uns die Worte, um diese Herrlichkeit Gottes auch nur ein bisschen darzustellen. In the light of such anticipation, bitterness seems not only tawdry and cheap, but also frankly stupid. Im Angesicht dieser Perspektive, dieser Herrlichkeit erscheint Bitterkeit ja nicht nur unnötig und falsch, nein, wirklich idiotisch. This is why the church in every generation cries, yes, even so, come, Lord Jesus. Und das ist der Grund, warum die Kirche aller Generationen immer wieder gerufen hat, wie es auch sei, Herr, komm, Herr Jesus. Amen. Amen.